Hallo, herzlich willkommen in meinem Atelier. Wir gehen gerade mal dadurch zu dem Bild, was ihr euch gewünscht habt. Denn letztes Mal habe ich ja die kleine Umfrage gestartet am Ende des Videos und es haben so viele geantwortet. Ich freue mich total. Vielen, vielen Dank dafür. Und deswegen kommt heute nochmal die Struktur dran. Du siehst hier so feine Linien natürlich immer wieder und tolle Effekte, wie man die Tiefen eben betonen kann und wie man das Ganze noch so ein bisschen auf alt trimmt. Es macht natürlich auch die Farbe, aber auch die Technik. Also viel Spaß heute mit dem Video. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich total und wünsche dir einen ganz schönen Sonntag und viel Spaß mit dem Video. Hier habe ich meine glatte Spachtelmasse und die gebe ich hier auf die Leinwand drauf und verziehe die dann mit dieser Glättkelle. Dafür brauchst du manchmal ein bisschen Kraft. Also die saugt sich auch mal so fest, dann verstreichst du die. Du musst die Leinwand dann festhalten auf der anderen Seite, also mit der anderen Hand. Und je nachdem, wie für dich das Handling eben besser ist, ja, hier ist noch ein Klümpchen drin, den nehme ich nochmal weg. Also wie für dich das Handling besser ist, nimmst du halt so eine Glättkelle oder eben einen kleinen Spachtel zum Draufgeben der Masse. Also du siehst, manchmal ist die hier richtig fest und dann brauche ich ein bisschen Kraft, um die wieder zu verstreichen. Ich gebe die Masse nicht komplett über die Leinwand, sondern lasse auch immer Stellen frei. Ja, und jetzt muss die erstmal trocknen. Also ich bereite mir oftmals mehrere Leinwände vor und die können dann durchtrocknen. Heute will ich ein Bild machen, eher in so braun, grau, Schwarztönen. Und deshalb fange ich hier heute mit einem Braun an. Das ist ein Sienna und habe den Farbton ein bisschen verdünnt. Du kannst die Farbe ganz stumpf verteilen, ganz einfach verstreichen, gar nicht weiter nachdenken, sondern guck einfach auch, wie sehr Farbton sich verändert. Denn je nachdem, wie der Untergrund ist, also ob mit Struktur oder ohne, verändert sich der Farbton. Also da kannst du dich jetzt einfach so in die Malerei bewegen. Kommt nochmal das Blau dazu. Ich finde, das passt einfach so gut zu diesen hellen Beige oder die Farben, die sind so schön miteinander, finde ich. Ja, deswegen gebe ich einfach ein bisschen was dazu. Ich habe eh noch den Farbrest und dann darf das auch mal so auftauchen in dem Bild und sollte jetzt aber nicht überwiegen. Also ich male ja gerne mit dem Blau, aber es sollte nicht überwiegen. Du siehst schon, was hier jetzt für Farbmischungen entstehen. Also wenn ich das jetzt hier dünner drauf verteile, dann sieht der Farbton gar nicht mehr so hellblau aus, sondern der verändert sich. Wieder mal, wie so oft, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Genau das nutze jetzt einfach und tauch einfach wieder ab. Lass dich von den Farben leiten. Also guck einfach, was hier entsteht, welche Farbtöne entstehen. Jetzt zeige ich dir mal eine Nahaufnahme. Das siehst du nämlich sonst immer gar nicht über die Filme. Die Struktur, wie die jetzt schon betont ist. Also es ist hat schon eine tolle Wirkung und das kannst du auch schon so lassen im Prinzip. Also wenn du einfach mal schnell einfach was machen willst. Ja, wie geht's weiter? Ich gebe jetzt hier einfach mal ein Weiß drauf und gucke mal, wie das Weiß wirkt und dann lasse ich mich da wieder von inspirieren.
Ich habe die Farbe auch immer wieder mit Wasser ein bisschen verdünnt. Dann läuft die auch mal. Ich lasse sie auch einfach mal so stehen und gucke, was passiert. Also du kannst viel experimentieren hier. Immer wieder, wenn die Farbe trocknet, dann nehme ich gerne mal einen Stift und überbrücke die Zeit mit der Linie und krickel hier so rum. Das macht einfach Spaß, macht dich locker und bringt dich auch wieder auf neue Ideen. Also gerade in dieser Arbeit kannst du so ja viel experimentieren und einfach machen. Ich will dir das mal hier von ganz nahen zeigen, wie viele Farbnuancen da drin sind. Das sieht man immer gar nicht von der weiten Kameraeinstellung. Und ich versuche hier, ist ein bisschen schwierig, weil ich die Kamera auf der anderen Seite halte, dir zu zeigen, wie das geht. Nochmal ganz von nahen, du siehst richtig, wie die Tiefe mal dunkel bleibt oder auch die Höhe dunkel bleibt, je nachdem, wie die Farbe eben ist oder wie du das Werkzeug hältst. Also ja, mach einfach. Einfach machen, das ist so schön, diese Arbeit. Du kannst dich da so dran abarbeiten, sozusagen, und alles andere vergessen. Das ist immer sehr schön bei den Strukturen, finde ich. Also ich hoffe, dir gefällt das so, das Video, und es leitet dich an, ja, einfach machen. Meinen Tipp findest du heute auf Seite 27, weil alles andere habe ich, glaube ich, eh schon immer wieder gesagt. Also auf Seite 27 steht etwas zur Spachteltechnik und wie du mit deckend und transparenter Farbe umgehst oder beziehungsweise mit dem Spachtel arbeitest. Das kannst du dir nochmal durchlesen und dann hat man da, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür, was man da tut, wenn du dir das Video im Vergleich anguckst. In der englischen Version ist es immer 2 Seiten weiter.